Herzlich willkommen zurück von Keramikversiegelung zur Keramikversiegelung. Ich freue mich, dass wir nach der Praxis jetzt die Theorie machen für ein Produkt, was in Deutschland noch relativ neu sein dürfte. Dafür begrüße ich den Master Detailer von Labo Cosmetica. Herzlich willkommen, Mr. Reggie Cox. Hi Nico. Schön, dass du da bist. Dankeschön von mir. Nehmen wir euch Platz. Erzähl uns bitte was zu dir. Wer bist du, was machst du, was hast du mit Labo zu tun? Okay, also 20 Jahren hat es angefangen mit Aufbereiten. Das ist ein aus die Hand gelaufenes Hobby, so gesagt. Und vor letztes Jahr, 1. Januar, bin ich angefangen mit Labo Cosmetica, um für ihn die Weltreise zu machen, um überall die Trainings zu geben über die Produkte, die Keramik, um ein bisschen Wissenschaft zu bringen in eine Welt, wo nur noch Fragen gibt. In eine meinungsbasierte Welt von Aufbereitung. Das ist das Beste, das ist das Beste. Und wir versuchen bei Labo, um zurück nach die Wissenschaft zu gehen, um Lösungen zu bedenken für Probleme, die noch nicht eine Lösung haben. Ja. Sehr spannend. Wir kommen bestimmt nachher noch mal ein bisschen auf dich und deine Connection und deine Erfahrung auch zurück. Jetzt wollen wir alles über eure Keramikversiegelung wissen. Von daher, the stage is yours. Bitte klär uns auf. Sehr gerne. Even kijken. Kamera? Also, ich habe die Präsentation, die schaut man, die sieht man, was ich jetzt habe. Ja? Cool. Ich habe versucht, erstmal Dankeschön an Mella für die Übersetzung, dass ich nicht wie eine holländische Arsch heute hier stehe, Deutsch zu reden, mit Aufbereitungsdeutsch für Sprache, die ich noch nicht so gut kenne. Vor uns sehen wir, wie wir die Nanobeschützung auseinandergetreten haben. Und wir haben 3 unterschiedliche Kategorien gemacht. Eine physische Beschichtung, eine chemische Beschichtung und eine Nanoversiegelung. Na, was Sie hier sehen, sind dann die Produkte, die für uns in die Bereiche sind. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich gehe gleich weiter, was wir bedeuten mit einem physischen Schutz. Eine physische Schutz oder eine physische Beschichtung hat Abriebfestigkeit. Mit anderen Worten, du kannst sie nicht mit die Schwamm abnehmen. Die bleibt da für Jahre. Härte, ganz wichtig, das braucht man, um eine Schicht lang auf die Oberfläche zu sitzen zu lassen. Ein physisches Schutzschild ist eigentlich das Gleiche, aber es ist eine Echtschachtschicht, die auf die Klarlage gelegt wird, damit man weiß, okay, das gibt jetzt eine Schicht, die da lange Zeit bleibt und dann auch noch hält. Mittlere, höhere Dauer, Haltbarkeit, ist nicht für alle physische Beschichtungen ist das so, aber für die meisten. Dankeschön. Das gilt auch für die chemische Beschichtung. Beständigkeit gegen chemische Stoffe, also von Umwelt, aggressive, wir haben es noch beim, wie heißt es nochmal, Wacklack? Den Typ, der mit den 7 pH-Wert und so. Also Dr. Wack. Dr. Wack war das, ja. Der hat eine gute Beschreibung gegeben, von wie aggressiv Chemie sein kann. Und in die chemische Schutz oder die chemische Beschichtung hat man dann die Schutz gegen diese chemischen Stoffe von die Umwelt oder von das Waschen mit dem Auto mit aggressiven Chemikalien. Von den Dichtungsschutz, Nanoversiegelung, die sind fast ganz einfach. Wir kennen sie alle, die Sprühversiegelung mit Nanoprotektion, du sprühst es auf, ganz einfach aufzutragen, hat riesige wasserabweisend Perleffekt. Dankeschön. In Englisch sagt man nur Beads, aber okay. Verstehen wir auch. Ja, Bier auch? Bier auch. Oh mein Gott, ey. Anwendung geht ganz einfach, unter 15 Grad auch, kein Problem. Aber dann hat das auch noch Nachteile. Eine physische Schutz oder eine physische Beschichtung hat fast, wie heißt das? Es ist nicht glatt. Rau. Raue Oberfläche. Und weil das so rau ist, ist es sehr schwierig für Chemie, um das wieder abzuwaschen. Und dann kann man Flecken bekommen von sehr aggressiver Chemie. Weil die physischen Ingredienten oft schnell ausharten müssen, um durch die erste Kritik 24 Stunden zu kommen, ist es sehr wichtig, dass man, oder es wird empfohlen, um eine Infrarotlampe zu nutzen. Sehr spezifische Anwendung, das ist auch so, das ist wirklich, wie physischer die Beschichtung wird, wie schwieriger die Anwendung wird. Wir haben versucht, etwas einfacher zu machen, aber im Ende bleibt eine 100% physische Beschichtung, bleibt eine, ja, ich würde sagen, eine Hölle für aufzutragen. Aber da bekommt man dann auch die 5, 6 Jahre Schutz für zurück. Das ist das Arbeit machen für so. Dann haben wir die chemische Beschichtung. Niedrig, Mitte Dauerhaltbarkeit. Sehr mittlerer Abriebschutz mit Schwamm. Also nicht so viel wie ein physischer Schutz, der Jahren sitzen bleibt, aber ein chemischer Schutz aus Polymeren oder PTFE, was eine gute Schutz geht gegen Chemie, aber
wenig wegen Abreißeffekt. Niedriger Schutz gegen Kalk, logisch, weil es hat nicht so einen dicken Schutz wie ein physischer. Eine Nanoversiegelung hat eine geringe Haltbarkeit, leidet unter niedrigen Temperaturen, aber auch, habe ich gesehen, in Saudi-Arabien bei höheren Temperaturen. Die Sprühversiegelung mit Nano, der ändern in einen Sticker oder eine Klebstoffe. Das Staub bleibt auf die Oberfläche. Das ist unfassbar. Kannst du gar nicht vorstellen. Kein Schutz gegen Kalt, weil es ist eine Sprühversiegelung. Also ganz schnell. Okay, in unserer Welt. Ich habe hier eine kleine Platte gemacht und dann habe ich all unsere 4 Keramikversiegelungen aufgelegt. Na, was wir hier vorne sehen, das ist die Blindo, 100% physisch. Also was ich hier auch liegen habe, das ist die Blindo. Das ist diese physische Schutzschild, der dann lange Zeit auf dieser Oberfläche bleibt. Es ist hart, aber auch flexibel. Man hat nichts an einer Schicht mit Glas auf dem Wagen, weil der Wagen arbeitet, der wirkt. Der dreht, wirkt heißt das. Ist das wirkt? Gut. Ja. Na, hier habe ich auf die Seite, diese Hybrid, so gesagt. Sie sehen hier auf die orangen Seite stehen, dass wir 30% chemische Produkte reingemacht haben und 70% physische Schutz. Also das nennen wir einen Hybrid. Also der hat die gleiche Qualität von einem Base, aber mit etwas extra drin, damit es geschützt ist vor Chemie. Dann gibt es hier, auf dieser Strecke, diese Streifen, die ich gemacht habe. Ich habe nur die Flasche offen gemacht, das runterlaufen lassen und das auftrocknen lassen, damit man auch sehen kann, dass was tatsächlich passiert, wenn man so eine Schicht auf den Auto macht. Und du siehst, dass die SAM, das ist eine 80% chemische und 20% physische Coating, der baut sich selber auf in eine Schicht, wenn es auf die Auto aufgetragen wird. Und dann gibt es noch die letzte, die 100% chemische, was eigentlich nur eine Glattheit ist gegen Abreißeffekt. Ich denke, das ist Abreißeffekt. Und wegen, dass diese Schicht ändert sich wie in einer Kondome. Es ist nicht mehr möglich, um auch keine von den 3 noch abzuholen. Vielleicht kann ich ein klein bisschen Blindo abreißen. So, dann haben wir noch ein bisschen besser zu sehen. Ah, hi. Und da. Naja, in dieser Welt ist es schwierig zu sehen, dass wenn ein Versprechen gemacht wird, um zu sagen, Sie bekommen eine Schicht mit Keramikversiegelung, Sie haben 5 Jahre Garantie und nach 5 Jahren, nach das 3. Jahr ist es schon vorbei. Darum haben wir gesagt bei Labo Cosmetica, okay, wir müssen gucken nach der ganzen Welt. Wir können nicht nur gucken und sagen, Deutschland, Niederland, Schweden oder England. Wir müssen weiter gucken. Wir sind nach Asien gegangen, wir sind nach Saudi-Arabien gegangen. Wir haben es in die Wüste getestet, wir haben es in die Kälte getestet, wir haben es überall getestet. Daraus haben wir ein Gemittelde gemacht von, was man auch bei Autos hat. Das hat man eine Garantie von 3 Jahren zum Beispiel mit 60.000 Kilometer. Und in die Nanoversiegelungswelt hat Labo Cosmetica gesagt, dass 1 Jahr gleich steht an 15.000 Kilometer. So, also entweder die SAM, die ich genutzt habe, ist eine doppelte Vergeschichtung. Also die SAM zusammen mit den HPC gibt zusammen 4 Jahre oder 60.000 Kilometer Schutz. Das bedeutet, wenn man 1 Jahr 60.000 Kilometer fährt, dass dann wahrscheinlich der Schutz komplett am Ende ist. Und wir empfehlen dann auch, bevor wir angefangen sind mit Keramik, haben wir erst ein Unterhaltsprogramm gemacht für Keramikversiegelung. Alles ist immer pH-neutral, es muss immer pH-neutral. Aber die Schmutz, die auf dem Wagen liegt, kann man nicht mit pH-neutral abwaschen. Man braucht dieses alkalische Shampoo, aber ohne diese aggressiven Ingredienten. Man braucht ein Säure-Shampoo, damit man die Mineralien abnehmen kann. Und die kann man auch machen, ohne diese aggressiven Ingredienten, korrosive Ingredienten. Und damit haben wir einen richtigen Schlag gemacht in die Keramikwelt, um zu sagen, wir haben ein Waschsystem entwickelt, das für jede Keramikversiegelung auf die Welt funktioniert. Also auch für Nanoversiegelungen.